einem neuen YouTube-Video. Wir sind in Sydney. Wir verbringen jetzt 3 Tage zusammen in Sydney. Ich nehme euch mit, genießt das Video und lernt mit uns Alltagsdeutsch. Let's go! Wir wollten hier ein bisschen was aufnehmen, die Oper sehen, Fotos machen. Wie gesagt, ja, richtig schön. Also es sieht sehr veraltet aus. Was haben wir gesagt aus den 70ern? Wir müssen unbedingt googeln, wann die Oper gebaut wurde. Also das, von weit weg sieht sie sehr schick aus, von nah dran könnte sie eigentlich schon renoviert werden, oder? Ich wollte gerade noch mal die Redewendung "Ich bin reich für die Insel" erklären. Ja. Kennst du sie? Ja, ich kenne die. Also reich für die Insel bedeutet, ich bin reich für den Urlaub. Reich. Ich bin reich für den Urlaub. Ich bin reich für den Urlaub. Aber normalerweise, also nicht normalerweise, sondern ganz häufig höre ich bin urlaubsreif. Ja. Aber nicht, ich bin reif für die Insel. Ja. Naja, das sagst du ja auch nicht. Nee, stimmt. Aber ich bin auch selten reif für die Insel. Du bist selten reif für die Insel? Genau, ja. Aber sonst, ich meine, wenn man halt gerne auf eine Insel fliegt zum Urlaub machen. Aber das geht ja nicht nur um die Insel, nein, ne? Das ist so ein Sport. Ich meine, ich kenne den, aber ich benutze ihn halt nicht. Das bedeutet, man ist reif für einen Urlaub und nicht einfach für eine bestimmte Insel. Genau, na gut. Aber grundsätzlich ist es kein veralteter Spruch, also man kann den auch benutzen. Wenn du sehr gerne in den Urlaub willst, dann sagst du, ach Mensch, ich bin jetzt reif für die Insel. Ja. Jetzt geht's weiter. Wir nehmen gleich so Leihfahrräder und fahren zum Bondi Beach. Es ist tatsächlich ziemlich weit weg von hier, aber wir haben gedacht, warum nicht? Das Wetter ist gut, wir haben die Tagespässe für die Fahrräder gekauft. Also wir haben da genug Minuten frei und schauen uns somit auch ein bisschen die Stadt an. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt haben wir noch unerwartet, oder jetzt habt ihr noch unerwartet eine neue Redewendung gelernt. Die habe ich tatsächlich nicht geplant zu erklären. Okay, let's go. Wir sind angekommen. Da gehen wir gerade hin. Ich gehe jetzt auch schwimmen. Ich mache nicht so viel, also ich schwimme nicht so viel, vielleicht nur so eine halbe Stunde. Aber das muss sein. Wenn wir schon hier sind, dann möchte ich auch schwimmen. Hola Raquel, ¿qué tal? Sí, estoy en Australia, en Sydney. Sí, sí, Sydney es muy bonita. ¿Y cómo estás? Gracias, muy bien. Voy a estar aquí 3 semanas. Ok, que tengas una buena semana. Adios, Raquel. Adios. So, mein Unterricht ist vorbei. Es hat schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich angezogen, ein bisschen wärmer angezogen, weil ja, abends wird es doch ein bisschen kühl. Wir sind immer sehr fleißig und drehen hoffentlich wertvollen Content für euch. Also wenn dir dieses Video gefällt, wenn du gerne mehr mit uns reisen möchtest, dann schreib uns einen Kommentar, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und denk daran, dass du auch kostenlos dein Deutsch testen kannst. Wir haben einen Einstufungstest. Den Link zum Test findest du in der Infobox. Und wenn du deine Grammatik verbessern möchtest,
dann kannst du dir auch kostenlos meinen Spickzettel zur deutschen Grammatik herunterladen. Ich habe in diesem Spickzettel die wichtigsten Themen zusammengefasst. Also die wichtigsten Grammatikthemen von A1 bis C1. Und zu jedem Thema kannst du sogar eine Übung machen. Dann viel Spaß und für uns geht es weiter zum Pizzaessen. Meinen Spanischunterricht mache ich immer bei Preply. Preply ist eine große Plattform mit ganz vielen qualifizierten LehrerInnen für alle möglichen Ziele, für alle Niveaus. Also wenn du unbedingt Deutsch mit einem Privatlehrer lernen möchtest, dann schau dir unbedingt Preply an. Mit meinem Code Natalia50 bekommst du 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Und was richtig gut ist, bei Preply kannst du dir einen individuellen Lernplan erstellen lassen. Der Lehrer kann auch deinen Fortschritt verfolgen und auch wirklich mit dir an deinen Zielen arbeiten. Also wenn das etwas ist, was du unbedingt machen möchtest, dann klicke auf den Link unter diesem Video und buche deine erste Stunde bei Preply. Mit meinem Code kostet die erste Stunde wahrscheinlich weniger als 10 Euro. Also es gibt wirklich Lehrer für alle möglichen Budgets, egal ob du 30 Euro oder 10 Euro pro Stunde ausgeben möchtest. Morgen! Nach einem sehr coolen Laufrun gehen wir jetzt frühstücken. Wir haben so starken Hunger. Tobias war schon um 5 Uhr morgens wach und hatte da schon Hunger. Ich bin um 7 aufgewacht. Ja, jetzt nach der sportlichen Aktivität kochen wir Essen. Es ist ganz witzig, ich sammle süße Teller und wollte hier auch in Sydney einen Teller für meine Sammlung kaufen. Also wir benutzen die Teller auch. Aber genau, wir waren gerade in diesem Laden, wo ich was aufgenommen habe. Und dann habe ich gefragt, was wird in Australien produziert? Und da war nur ein kleines Regal, so ein ganz kleines mit 4 Bechern mit Sachen, die in Australien produziert werden. Ansonsten ganz viel aus der Türkei, aus China, aus Frankreich. Und dann dachte ich mir, ich brauche hier keine Sachen zu kaufen, die bei uns in Europa produziert werden. Naja, ich hoffe, dass wir was dann später auf dem Weg nach Brisbane finden, weil wir da auch in vielen kleinen Orten anhalten werden. Und da gehe ich schon davon aus, dass die Auswahl an lokalen Sachen größer ist als hier in der Großstadt. Wir schlendern gerade durch Sydney. Es ist sehr schön. Wir sind auch viel mit dem Fahrrad gefahren. Und jetzt haben wir entschieden, einen kleinen Spaziergang zu machen. Wir gehen in ein anderes Stadtviertel. Und Leute, es ist so witzig. Wir haben so viele Leute Deutsch sprechen gehört. Und da sieht man, es gibt echt viele Leute, die in der Ferne ihr Glück suchen. Da kommt wieder noch eine Redewendung für euch. In der Ferne sein Glück suchen. Bedeutet, dass du in einem anderen Land nach neuen Chancen, besseren Möglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten suchst. Und ich weiß, dass auch viele von euch in der Ferne ihr Glück suchen, also in Deutschland. Das ist ein sehr schöner Spruch. Und ja, in Australien gibt es sehr viele Deutsche.
Wie findest du eigentlich Sydney soweit? Ist es ja dein erstes Mal in Sydney? Ja, das ist mein erstes Mal in Sydney und ich finde die Stadt bisher schon schön. Also sie ist zumindest sehr interessant, sehr vielfältig. Kleiner als ich dachte. Ja, tatsächlich. Kannst du dir vorstellen oder könntest du dir vorstellen, hier zu leben? Für ein paar Monate im Jahr kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Aber ja, schon. Also ist schon nett mit dem Strand hier und allem. Australien ist ja ganz weit weg von allem. Ja. Meinst du nicht, dass wir dann Fernweh hätten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre okay. Also ja? Du vielleicht mehr als ich. Also, hier kommt die nächste Redewendung. Fernweh haben. Willst du sie erklären? Wenn man weit weg ist. Und seine Heimat vermisst. Genau. Aber ist das nicht eigentlich Heimweh? Und oh Quatsch, stimmt. Fernweh ist, wenn du weg sein willst. Ja, stimmt. Also hier in Australien hätten wir Heimweh und zu Hause hätten wir Fernweh. Ja. Also Fernweh bedeutet, du möchtest in die Ferne, du möchtest verreisen. Und Heimweh bedeutet, du bist in Australien oder du bist irgendwo im Ausland und vermisst dein Zuhause. Ja, genau. Also was wäre dein Traum, hier ein paar Monate im Jahr zu verbringen? Mein Traum wäre es, ein schönes Haus am Strand zu haben und am besten mit Pool, vor allem wenn es in Australien ist. Dass wenn zu viele Haiattacken sind, dass man dann mal in den Pool springen kann, anstatt ins Meer zu gehen. Und ja, das... Das war's? Und naja, das wäre schon ein schöner Traum, finde ich. Haus in Australien? Naja, ich nehme auch eins in Spanien, so ja, ist es nicht. Ich will nicht so weit weg von unserem Haus liegen müssen. Naja, wir können ja dann 3 Monate oder 4 da bleiben. Und nee, ich finde, das ist schon eine coole Idee, wenn man einfach was hat, wo man für ein paar Monate im Jahr sein kann, wo es warm ist, wo man ins Meer springen kann, wo man vielleicht mal in den Pool springen kann. Und ja, deutscher Winter ist ziemlich depressiv. Ja. Okay, danke schön. Tschüss. Wir haben uns so fleißig unterhalten, dass wir uns sogar verlaufen haben. Übrigens, das Verb verlaufen ist ja ein Bewegungsverb, ja? Verlaufen. Aber im Perfekt benutzt du dieses Verb mit haben. Wir haben uns verlaufen. Zum Glück ist es nicht so schlimm, weil wir ja nur durch die Stadt schlendern. Ich werde gleich alle Redewendungen innerhalb von 10 Minuten erklären. Aber wir wollten vorhin einen Kaffee trinken. Und nach dem ganzen Fahrradfahren und so wollten wir uns auch Hände waschen. Und Leute, es gab in so vielen Coffeeshops keine Toiletten. Das ist so komisch. Ja. Andere Länder? Andere sind. Ganz genau. Und tatsächlich sind wir gerade an einem kleinen vietnamesischen Restaurant vorbeigelaufen und es sah auch so aus, als ob es keine Toiletten gab. In Deutschland ist es tatsächlich Pflicht, wenn man ein Lokal hat, dann muss man mindestens eine Toilette haben. Ansonsten darfst du gar kein Lokal aufmachen. Crazy. Ja. Bin gespannt, wir haben ein neues Zimmer bekommen. Mhm. Das andere Zimmer war sehr laut, also let's see, wie das Zimmer aussieht. Es ist jetzt nicht mehr zur Straße, sondern zum Hafen hin. Die Taschen sind schon geliefert worden. Hoffst du? Oh ja, die Taschen sind da. Hallo. Ich habe das Gefühl, das Zimmer ist kleiner als das andere, oder? Das ist schön. Blick auf den Hafen.
Wir gehen gerade zu botanischen Gärten. Sind das mehrere? Ja, das auch nicht. Genau. Und gehen ein bisschen spazieren in der Stadt. Wir sind tatsächlich noch sehr müde, aber wir versuchen jetzt trotzdem durchzuhalten. Leute, immer wenn ich Reisevideos für YouTube aufnehme, habe ich zu wenig Content für Instagram. Deswegen machen wir jetzt... Nee, wir machen wieder YouTube. Wir machen wieder YouTube. Immer dieser Trade-off. Tja. Aber man sieht in einem YouTube-Video deutlich mehr als bei Insta. Ist auch sehr schön. Ja, es ist so schön hier. Der botanische Garten sieht ein bisschen aus wie der Central Park in New York. Was denn? Oh. Wir sind gerade sehr hungrig und suchen wir nach dem Essen oder nicht? Natürlich. Ja. Ja, die Zeitverschiebung ist sehr anstrengend. Wir merken es extrem. Aber wir wollen heute noch mal durchhalten und nicht zu früh ins Bett gehen. Deshalb schlendern wir ein bisschen durch die Stadt. Ich habe ganz viele süße kleine Videos aufgenommen und jetzt buchen wir gerade eine Hafentour. Wir fahren dann halt durch den Hafen, hören uns ein bisschen die Geschichte an oder was auch immer. Also wir sind unterwegs, aber wir müssen nicht die ganze Zeit gehen. Es ist auch nicht so einfach, wenn man so müde ist, dann die ganze Zeit rumzulaufen. Also Tobias ist hier fleißig am Buchen. Ich hoffe, wir schlafen da nicht ein. Leute, sobald wir uns hinsetzen, schlafen wir im Sitzen ein. Ohne Witz. Ich saß gerade hier 2 Minuten und dachte, ich könnte schlafen. Ja, Jetlag ist kein Witz. Wie fühlst du dich? Ich bin auch sehr müde. Ja. Aber ich freue mich auf die Bootstour. Ja, ich mich auch. Mal schauen. Aber bisher haben wir fast immer in einer neuen Stadt eine Hafentour oder Bootstour gemacht. Und das war bisher auch immer sehr cool. Ich habe diese neue Kamera, mit der komme ich noch nicht so ganz klar. Hallo Leute, eigentlich wollte ich heute nichts mehr filmen, aber wir haben uns spontan entschieden, etwas so Cooles zu machen. Deshalb nehme ich euch mit. Es regnet leider. Aber wir hoffen, dass der Regen gleich aufhört, weil wir haben heute Open Air Phantom der Oper gebucht. Also es ist in der Sydney Oper, aber halt draußen im Hafen. Open Air und der Regen jetzt ist so stark, also ich weiß nicht, ob das möglich ist, dann bei der Vorstellung zu sitzen. Aber genau, wir hoffen, dass der Regen aufhört und dann nehme ich euch noch kurz mit. Ich weiß nicht, wie viel ich da filmen kann, aber ich versuch's. Wir sind da und es regnet nicht. Ja. Yes, he has
Danke, dass du dabei warst. Schreib gerne in die Kommentare, ob dir dieses Video gefallen hat, ob du schon mal in Australien warst und wenn ja, wo. Wir sehen uns nächste Woche hier auf meinem YouTube-Kanal. Bleib dran und bleib fleißig.